Bald geht es wieder los. In nicht einmal einer Woche steht das erste Pflichtspiel auf dem Programm der Saison 2020/21. Im DFB-Pokal müssen wir ran gegen den MSV Duisburg. Und heute unterhalte ich mich mit einem Mann, der an den ganzen hochtalentierten Fußballern bei Borussia Dortmund auch seinen Spaß hat. Er kümmert sich um sie, er ist heute bei mir, ich freue mich ganz besonders. Ein alter Kumpel ist da, Otto Addo. Otto, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, zu mir zu kommen. Ja, danke für die Einladung. Otto, Morey, Sancho, Renier, Bellingham, Reina, Raschel, Haaland, Moukoko, 8 Spieler, die 20 Jahre sind oder jünger. 3 von ihnen sind nicht mal volljährig. Otto, brauchst du nicht langsam mal Verstärkung für deine Arbeit? Also zunächst kümmere ich mich, also die Spieler, um die ich mich kümmere, das geht nicht nach Alter, sondern nach Bundesliga oder Spielerfahrung im Herrenbereich. Und da Sancho und Haaland zum Beispiel erfahren sind, kümmere ich mich um die beiden nicht mehr. Aber um die anderen kümmere ich mich schon. Und da habe ich aber zum Glück auch im Team genug Unterstützung in Form von Manis Davis, Identitätsteam, die sich natürlich und Trainer natürlich auch, die sich auch individuell um die Jungs kümmern und viele Gespräche mit denen haben und denen helfen und auch mit Rat und Tat zur Seite stehen. Lass uns mal über Youssoufa Moukoko sprechen. Du siehst ihn jeden Tag. Inwiefern ist es deine Aufgabe, dem Jungen auch mal so ein bisschen den Druck zu nehmen? Weil ich glaube schon, dass von außen da ziemlich viel an ihn herangetragen wird. Klar, das ist auch eines meiner Aufgabenbereiche, natürlich die Gespräche mit den ganzen Drumherum etc. Aber ich muss sagen, der Junge ist da vom Kopf her schon sehr, sehr weit. Er ist generell sehr, sehr professionell eingestellt und geht mit dem ganzen Tohuwabohu recht entspannt um. Er ist sehr, sehr ehrgeizig und er ist aber auch klar im Kopf. Also er weiß das Ganze auch einzuschätzen, ist trotz, ja, ich sag mal, des Bekanntheitsgrades mit beiden Füßen auf dem Boden und ist da respektvoll im Umgang mit allen, trotzdem, auch obwohl er bei uns in der ersten Mannschaft immer mittrainiert, ist er auch heiß, bei den Spielen in der U19 da mitzuspielen und da mitzuwirken und gibt er immer alles. Also da mache ich mir gar keine Sorgen, der ist auf einem ganz, ganz guten Weg. Ich glaube, in der Fachsprache nennt man das Vollblut-Fußballer. Ja. Thomas Meunier hat im BVB-Podcast gesagt, dass ihn das sehr beeindruckt, wie intensiv sich Youssoufa den ganzen Tag mit Fußball beschäftigt. Er macht sich sogar manchmal ein bisschen Sorgen, dass Youssoufa gar nicht abschaltet, sondern den ganzen Tag irgendwie immer Fußball im Kopf hat. Wie siehst du das? Ist das ein positiv Verrückter? Kann er das alles so verarbeiten? Ja, genau. Er ist ein positiv Verrückter. Er kümmert sich wirklich um alles. Ist sehr, sehr diszipliniert, sehr professionell vorm Training, während des Trainings, nach dem Training. Und wir müssen ihn schon manchmal auch mal bremsen. Aber wie gesagt, das freut uns sehr, wenn einer vielleicht, ich sag mal, also lieber zu viel tut als zu wenig. Und wie gesagt, Youssoufa ist sehr, sehr professionell und man muss sich aber, glaube ich, nicht so Sorgen machen, weil es auch einfach sein Naturell ist. Ne? Er kümmert sich sehr, sehr viel um Fußball und interessiert sich für alle möglichen Sachen. Auch Spielsysteme, alles interessiert ihn, ne? Es interessiert ihn alles und er weiß auch sehr, sehr viel und will sich immer wieder auch neu informieren. Und ja, insgesamt ist es sehr, sehr positiv, weil er bei all dem, was er natürlich macht, trotzdem, wie gesagt, sehr, sehr bodenständig ist. Und das ist, denke ich mal, das Wichtigste, diese Menschlichkeit, dass er die behält. Und, ja. Wie wichtig ist es dir, dass unsere Talente, mit denen du arbeitest, eine Ahnung davon haben, was du als Profi erreicht hast? Stärkt das deine Akzeptanz oder willst du durch deine tägliche Arbeit mit den Jungs dir deine Akzeptanz erarbeiten? Ja, also ich glaube, das Vertrauen bildet sich so oder so. Natürlich ist es aus Sicht der Spieler vielleicht nochmal ein Stück oder werden Sachen auch ein Stück klarer vielleicht oder ist es ein bisschen einfacher für mich jetzt mit denen zu arbeiten, wenn sie wissen, dass ich selber Profi war, dass ich selber in ähnlichen Situationen war wie sie jetzt und das macht es, glaube ich, schon für mich ein bisschen einfacher, aber es glaube ich, denke mal, trotzdem eher zweitrangig. Ich glaube, das Wichtigste ist dieser tägliche Umgang, versuchen Vertrauen aufzubauen, dass man wirklich über alles reden kann und dann die nötigen Tipps geben, im Detail dann halt auch. Und ich glaube schon, dass die Jungs das auch schätzen, dass ich mich mit ihnen dann auch
wirklich täglich auch auseinandersetze und ihnen Tipps gebe, die ihnen dann auch wirklich auch kurzfristig weiterhelfen. Und ich glaube, das ist dann am Ende Mehrwert. Das ist das Schöne, wenn man alles schon mal irgendwie erlebt hat selbst. Deshalb glaube ich natürlich auch, dass die Jungs da 100%ig dir vertrauen. Lass uns mal kurz über Jude Bellingham sprechen. Er ist 17, seine Mutter fährt ihn noch oft zum Training. Wir haben es im Trainingslager gesehen, in den Vorbereitungsspielen. Das ist einer, der mit einem breiten Kreuz auf den Fußballplatz geht und der mit 17 schon unfassbar zweikampfstark ist. Wie schätzt du seine Chancen, dass er von Anfang an mit dabei ist? Ja gut, das entscheidet am Ende der Trainer. Wir haben sehr, sehr viele gute Spieler, das ist auch klar. Und deswegen glaube ich schon, dass jeder auch seine Chancen kriegen wird. Er ist, wie du schon sagtest, mit 17 enorm weit. Also nicht nur auf dem Platz, ja. Auch außerhalb des Platzes. Das merkt man, wenn man 10 mit ihm bespricht, was für Antworten er gibt, wie weit er denkt. Das ist wirklich schon außergewöhnlich, muss man ganz klar sagen. Und die Qualität, die er hat, denke ich mal, auch jetzt schon in den Testspielen gezeigt. Gegen den Ball, aber auch mit dem Ball. Macht sehr, sehr viele gute Laufwege, super Positionierung. Technisch ist er versiert, aber ist sie auch nicht zu schade, um richtig in die Zweikämpfe zu gehen. Also er bringt wirklich alles mit, das volle Paket. Und ja, das wird am Ende für den Trainer die Qual der Wahl. Aber ich bin mir sicher, dass er seine Zeiten bekommen wird. Bin ich mal gespannt, wie das so weitergeht. Es gibt noch einen Spieler, der in der Vorbereitung unfassbar positiv aufgefallen ist, aber das ist er letztes Jahr auch schon. Gio Reyna, der ist immer anspielbar, laufstark, zweikampfstark, torgefährlich. Das ist ja wirklich unglaublich, was er mit 17 Jahren schon alles auf den Platz bringt. Bist du überrascht von der Entwicklung? Ich glaube, das ist einer, der klopft hier so richtig laut an der Tür zur Startelf, oder? Ja, Gio hat überzeugt, denke ich mal, in der Vorbereitung. Ist auf einem sehr, sehr guten Weg. Trotzdem natürlich, wir sind Borussia Dortmund, wir haben sehr, sehr viele gute Offensivspieler. Das wird auch nicht einfach für den Trainer, da die richtige Entscheidung zu treffen. Aber Gio hat das, wie gesagt, sehr, sehr gut gemacht. Was ihn natürlich auszeichnet, ist diese Ruhe, die er hat am Ball, unter Druck. Ja, er ist jetzt nochmal so einen Schritt weitergegangen und hat diese Ruhe dann halt auch vom Tor jetzt auch. Ne? Und hat jetzt das eine oder andere Tor der Vorbereitung gemacht. Diese Positionierung, gute Körperstellung, die er hat dann während des Spiels, das hat er beibehalten. Und bei ihm geht es eigentlich darum, dass man guckt, dass er ja, so weitermacht, wie er aufgehört hat, dass er sich dann aber trotzdem darüber hinaus noch weiterentwickelt. Und in der Vorbereitung sah es jetzt schon mal so aus, dass er diesen nächsten Step und diese Torgefälligkeit, die man ja die er in der Jugend auch hatte, aber die hat er, glaube ich, noch mal so ein Stück weit erhöht. Und ja, ich bin gespannt. Also das wird, denke ich mal, eine sehr, sehr interessante und spannende Saison für ihn. Jetzt haben wir über unsere jungen Profis gesprochen. Du kümmerst dich allerdings auch um unsere Spieler, die gerne Profi werden möchten. Ich meine Ansgar Knauf, Emanuel Ferrey. Was glaubst du, wie schnell werden junge Spieler wieder nachrücken? Ist da schon wieder jemand in den Startlöchern? Ja, wir haben, das ist gut natürlich an Dortmund, es wird sehr, sehr gute Jugendarbeit geleistet, aber es werden auch in der Jugend gute Spieler verpflichtet, die dann heranreifen, und da sind schon der eine oder andere, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, wirklich die da schon klopfen, wo ich mir sicher bin, dass sie in den nächsten 1-2 Jahren auch den Schritt nach oben schaffen können und zumindest in den Kader hinein. Und ja, da müssen wir weiter aber trotzdem dran arbeiten. Da ist doch viel Luft nach oben. Die Jungs müssen sich verbessern, das ist klar, weil der Anspruch natürlich sehr, sehr hoch ist hier bei Borussia Dortmund. Aber also ich bin da guter Dinge, dass selbst nach den jungen Spielern, die jetzt schon da sind, wie Moukoko, wie Reyna, wie Bellingham, auch in den nächsten Jahren 2, 3, 4 junge Talente den Weg schaffen können. Also dir ist nicht bange um den BVB. Wir haben es ja eingangs gesagt, wir haben jede Menge Spieler, die 20 Jahre oder jünger sind. Wir haben aber auch einige Spieler, die etwas älter sind, die etwas erfahrener sind. Mats Hummels, Lukas Piszczek, Marco Reus. Wie ist so dein Eindruck? Stimmt da die Balance im Team? Ja, doch. Ich denke mal schon, dass da auch im letzten Jahr schon die richtigen Leute verpflichtet wurden, mit Hummels, mit Can auch mit Meunier, Leute, die
auch vielleicht dann mit Reus, natürlich sind Spieler schon da, die diese Erfahrung haben, die dann natürlich auch wichtig sind für die Jungen als Orientierung, als Stütze. Und ich sehe ja, wie die Jungs, gerade die älteren Spieler, auch die erfahrenen Spieler, wie sie mit den Jungs umgehen. Also die suchen schon das Gespräch, geben da gute Tipps. Und das gefällt mir sehr eigentlich, wie sie damit umgehen mit den Jungs. Manchmal können sie vielleicht auch ein Stück weit härter sein. Aber mir gefällt es wirklich sehr, wie sie, also gerade Hummels jetzt, wenn man den jetzt genannt hat, wie er mit den einen oder anderen Jungs spricht, wie er positiv motiviert, wie er wirklich sehr, sehr gute im Detail gute Tipps gibt. Es sind noch andere Spieler, auch Birki, Schmelzer, wo er fit war, super Tipps, wo ich da manchmal Gespräche höre, wo ich sage, Mensch, okay, da weiß ich, da wachsen auch die nächsten Trainer vielleicht heran. Also das machen die schon sehr, sehr gut und das freut mich sehr. Ja, das ist ja auch sehr wichtig, gerade für die jungen Spieler, damit sie sich auch wohlfühlen und sich dementsprechend entwickeln können. Letzte Frage, ernste Frage. Es geht bald los. Was hast du für ein Bauchgefühl für die nächsten 12 Monate? Sehr gutes, muss ich sagen. Also klar, wir haben letztes Jahr eine gute Mannschaft gehabt. Ich glaube auch, dass da mehr drin war insgesamt. Sind dann am Ende Nuancen, die dann irgendwie entscheiden. Und wenn du so ein Spiel gegen Bayern, was du dann 1-0 verlierst, wo du aber auch Chancen hast, das zu gewinnen oder zumindest in Führung zu gehen, wenn du das gewinnst, dann dreht sich das Ganze und das sind diese Details, wo du halt noch arbeiten musst und wo du vielleicht auch irgendwo lernen musst, dann den Tag dazu zu machen. Und ich glaube schon, dass die Mannschaft noch mal ein Stück weit gereift ist. Und dass wir natürlich dann auch den einen oder anderen richtig guten dazu bekommen haben. Und das wird spannend auf jeden Fall wieder. Sehr schön. Otto, immer wieder schön, dich zu treffen. Ich denke, du hast einen riesen Spaß an deiner Arbeit. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ganz viele von deinen Jungs im Signal Iduna Park auflaufen würden. Dann haben wir ein junges Team. Das ist für alle BVB-Fans schön. Schön, dass du dir Zeit genommen hast, heute zu uns zu kommen. Drücken die Daumen natürlich für die nächsten Wochen und Monate. Vielen Dank, Otto Addo. Danke auch.